Du steigst in dein Auto, drehst den Schlüssel und denkst nicht darüber nach. In deinem Lenkrad versteckt sich ein Lebensretter. Ein Airbag, der sich in einer 50stel Sekunde aufbläst und deinen Kopf vor dem Aufprall schützt. In jedem modernen Auto sitzen mindestens 6 davon. In Luxuswagen über 10. Sie sind so selbstverständlich geworden, dass ein Auto ohne Airbag heute nicht mehr verkauft werden darf. Jetzt schau dir einen Formel-1-Wagen an. 360 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit. Räder, die bei einem Crash wie Geschosse durch die Luft fliegen. Karosserien, die in Bruchteilen von Sekunden in 1000 Teile zerbersten. Und in dem Cockpit? Kein einziger Airbag. Nirgends. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ausgerechnet die Fahrzeuge, die am häufigsten und am brutalsten verunglücken, auf das verzichten, was bei dir im Auto als unverzichtbar gilt? Die Antwort hat mit einem schrecklichen Tod im Jahr 1981 zu tun. Mit einer alten Ingenieursregel, dass mehr Sicherheit nicht automatisch mehr Schutz bedeutet, und mit einem U-förmigen Stück Kohlefaser, das mehr Leben gerettet hat als jeder Airbag dieser Welt. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins Mid-Ohio Sports Car Course des Jahres 1981, wo ein einziger Unfall die Rennsportsicherheit für immer verändern sollte. Wir schauen uns an, was passiert, wenn ein Airbag bei 300 Stundenkilometern explodiert und warum genau das ein Todesurteil wäre. Und wir klären, wie ein Biomechanikprofessor und sein Schwager das Hans-System erfanden, nachdem alle Sicherheitsfirmen sie ausgelacht hatten. Abonniere den Kanal, wenn dich die unsichtbare Technik hinter dem Alltag fasziniert. Um zu verstehen, warum Airbags im Rennsport scheitern, musst du zuerst verstehen, was ein Airbag eigentlich ist. Es ist keine sanfte Wolke, die sich aufbläst. Es ist eine kontrollierte Explosion. Wenn die Sensoren in deinem Auto einen Aufprall registrieren, der einem Crash mit etwa 15 Stundenkilometern gegen eine Wand entspricht, zünden chemische Treibsätze im Lenkrad. Sie verbrennen Substanzen wie Natriumazid und Kaliumnitrat und erzeugen dabei in Millisekunden eine gewaltige Menge heißes Stickstoffgas. Dieses Gas bläst einen Nylonbeutel auf mit einer Geschwindigkeit von rund 300 Stundenkilometern. 300 Stundenkilometer. Direkt auf dein Gesicht zu. Der Airbag funktioniert nur, weil dein Körper im normalen Auto bereits auf den Bag zufliegt, während dieser sich aufbläst. Beide Bewegungen treffen sich in der Mitte und gleichen sich aus. Der Beutel deckt deinen Kopf ab und entzieht der Bewegung sanft die Energie. Aus dem, was sich wie ein gewaltsamer Aufprall anfühlt, wird ein kontrolliertes Abbremsen. Ein elegantes System, perfekt abgestimmt auf den Aufprall eines Personenwagens bei normaler Stadt- oder Landstraßengeschwindigkeit. Bis 15, vielleicht 150 Stundenkilometer funktioniert das hervorragend. Darüber wird es kompliziert und im Rennsport wird es tödlich. Im Rennsport prallen die Crashs nicht mit 100 auf eine Wand, sondern mit 300. Bei dieser Geschwindigkeit reicht selbst die schnellste Zündung nicht mehr. Wenn die Sensoren den Aufprall erkennen und der Airbag zu zünden beginnt, ist der Kopf des Fahrers längst dort, wo der Beutel sich gerade aufbläst. Statt aufgefangen zu werden, wird der Schädel von der Explosion zurückgeschleudert. Aus dem Lebensretter wird ein zweiter Aufprall. Das ist das erste Problem. Das zweite ist die Sitzposition. In deinem Auto sitzt du fast aufrecht. In einem Formel-1-Wagen liegst du fast waagrecht. Deine Beine zeigen nach vorn, dein Rücken ist nur leicht gegen die Lehne geneigt, dein Kopf befindet sich kaum höher als deine Hüfte. Ein Airbag, der vom Lenkrad nach oben explodiert, würde dir nicht den Brustkorb abfangen, sondern direkt unter das Kinn schlagen. Das dritte Problem ist die ungewollte Auslösung. Ein Rennwagen donnert über Curbs, die seitlich an der Strecke liegen. Er springt, vibriert, schlägt auf, alle paar Sekunden. Stell dir vor, was passieren würde, wenn der Airbag im Lenkrad bei einem härteren Curbschlag mit 150 Stundenkilometern auslösen würde. Der Fahrer würde nichts mehr sehen, der Beutel würde ihm das Cockpit füllen, ein Brand könnte entstehen. Aus einem normalen Rennen würde ein Albtraum. 3 Probleme, 3 Gründe, warum eine Erfindung, die im Alltag Leben rettet, im Rennsport selbst zur Gefahr wird. Aber was dann? Wenn ein Airbag nicht funktioniert, wie schützt man dann den Kopf eines Rennfahrers? Die Antwort beginnt mit einem Unfall, der eigentlich harmlos aussah. Im Jahr 1981 fuhr der Rennfahrer Patrick Jacquemart auf der Strecke Mid-Ohio in Amerika. Er verlor die Kontrolle über seinen kleinen Renault und schlug in einen Sandwall ein. Sein Auto blieb fast unbeschädigt. Die Karosserie war ganz, der Motor lief noch, der Helm war intakt, aber Jacquemart war tot. Auf der Stelle. Die Ärzte fanden keine äußere Verletzung. Die Todesursache war eine sogenannte basilare Schädelfraktur. Bei einem Aufprall bleibt der Körper durch den Sicherheitsgurt am Sitz,
aber der Kopf fliegt mit voller Wucht nach vorn. An der Schädelbasis, dort wo der Hals in den Schädel übergeht, reißt die feinste Knochenstruktur des Körpers. Das Hirnstamm löst sich vom Rückenmark. Der Tod tritt sofort ein. 22 Rennfahrer pro Jahr starben damals an genau dieser Verletzung. 22. In einem einzigen Sport. Patrick Jacquemars Schwager war ein gewisser Dr. Robert Hubbard, Professor für Biomechanik an der Michigan State University. Hubbard hatte jahrelang für General Motors Crash-Test-Dummies entworfen. Als er vom Tod seines Schwagers erfuhr, beschloss er, das Problem zu lösen. Hubbard arbeitete 4 Jahre lang mit seinem Schwager Jim Downing, einem Rennfahrer, an einem Kopfschutz, der genau dort ansetzte, wo Airbags scheiterten. Im Jahr 1985 war der erste Prototyp fertig. Es war ein U-förmiges Stück, das wie ein Hufeisen über die Schultern des Fahrers lag, mit einem hohen Kragen im Nacken. 2 flexible Bänder verbanden den oberen Rand des Kragens mit dem Helm. Sie nannten ihre Erfindung HANDS, kurz für Head and Neck Support, also Kopf- und Nackenstütze. Das Prinzip ist genial einfach. Wenn ein Fahrer einen Aufprall hat, bremst sein Körper durch den Sicherheitsgurt ab. Sein Helm würde normalerweise mit voller Wucht nach vorn fliegen. Aber durch die Bänder zum Halskragen wird der Helm an die Schultern gekoppelt. Der Kopf bleibt in einer Linie mit dem Oberkörper, statt am Hals nach vorn zu schleudern. Die Belastung auf den Nacken wird um 80% reduziert. Crashtests zeigten, dass die Zugkraft auf den Hals von über 330 Kilogramm auf weniger als 100 Kilogramm sank. Die Erfindung war fertig, aber niemand wollte sie haben. Andere Rennfahrer lachten über Downing, als er den ersten Halskragen trug. Es sah aus wie ein viel zu großer orthopädischer Halskragen. Im Paddock bekam er Spitznamen wie Cinderella-Kragen. Die großen Sicherheitsfirmen weigerten sich, das Gerät zu produzieren. Hubbard und Downing gründeten 1991 ihre eigene Firma und verkauften in den ersten 10 Jahren weniger als 300 Stück. Dann kam 1994. Beim Großen Preis von San Marino starben innerhalb eines Wochenendes Roland Ratzenberger und Ayrton Senna, beide an Schädelverletzungen. Die Formel 1 suchte nach Lösungen. Mercedes-Benz und McLaren untersuchten parallel 2 Möglichkeiten: einen speziellen Rennwagen-Airbag und das HANS-System. Der Airbag scheiterte aus genau den Gründen, die wir gerade besprochen haben. HANS bestand alle Tests mit Bravour. Im Jahr 2001 starb der NASCAR-Legende Dale Earnhardt am letzten Tag des Daytona 500 an einer basilaren Schädelfraktur. Er hatte sich geweigert, einen HANS-Kragen zu tragen. Sein Tod war der 4. ähnliche Todesfall in NASCAR innerhalb von 8 Monaten. Danach machte NASCAR das HANS-System zur Pflicht. Die Formel 1 folgte 2003. Seit der Einführung von HANS ist in den großen Rennserien kein einziger Fahrer mehr an einer basilaren Schädelfraktur gestorben. Kein einziger. Wenn du das nächste Mal in dein Auto steigst und den Sicherheitsgurt anlegst, denk kurz daran, dass dein Lenkrad eine kontrollierte Explosion enthält, die dich rettet, weil du eben kein Rennfahrer bist. Bei dir funktioniert der Airbag perfekt. Bei einem Formel-1-Fahrer wäre derselbe Airbag eine tödliche Falle. Mehr Sicherheit ist nicht automatisch mehr Schutz. Der richtige Schutz hängt davon ab, wie dein Körper sitzt, wie schnell du fährst und wie ein Aufprall abläuft. Das HANS-System rettet im Rennsport Leben, weil es nicht versucht, einen Aufprall abzufangen. Es verhindert, dass der Kopf überhaupt nach vorn schleudern kann. Ein U-förmiger Kohlefaserkragen, 2 Bänder, ein einziges physikalisches Prinzip. Patrick Jacquemars Tod auf einem unscheinbaren Sandwall in Mid-Ohio führte zu einer Erfindung, die heute bei jedem Rennen der Welt unter dem Helm jedes einzelnen Fahrers steckt. Manchmal ist die beste Sicherheit nicht das, was zwischen dir und der Gefahr steht, sondern das, was verhindert, dass du dich selbst verletzt.